So, direkt ein weiteres One Punch Man Video und für alle, die es nicht mitbekommen haben. One Punch Man Staffel 3 ist in Produktion. Eine Ankündigung, auf die wir so sehnsüchtig gewartet haben. Also ich auf jeden Fall. Deswegen musste ich heute schon so früh aufstehen. Und mehr Informationen, als dass One Punch Man Staffel 3 jetzt wirklich produziert wird und in Arbeit ist, haben wir gar nicht bekommen. Und genau deshalb möchte ich jetzt dieses Video hier machen und ein wenig darüber sprechen. Wir klären natürlich zum einen, welches Anime-Studio jetzt auf jeden Fall übernehmen könnte. Denn ja, es gibt wieder ein neues Anime-Studio, das dritte jetzt, wann die Staffel überhaupt rauskommen wird, wie lang sie ist, was sie adaptiert, wann wir einen Trailer erwarten können und noch viel mehr. Aber genug gelabert, springen wir sofort rein, ich bin hyped. Gut, jetzt haben wir eine Ankündigung, aber wann kommt denn Staffel 3 dann überhaupt raus? Letztes Mal bei der zweiten Staffel war es nämlich so, dass wir bereits im Oktober 2016 irgendeine Ankündigung bekommen haben, dass es auf jeden Fall eine Staffel 2 geben wird. Und dann gab es jahrelang eine Funkstille, bis 2018 tatsächlich. Und dann sind die Dinge erst wieder ins Rollen gekommen. Jesse Staff hat übernommen und dann Oktober 2018 gab es die erste richtige Ankündigung. Mit einem Key Visual, wie wir es jetzt auch bekommen haben. Das heißt jetzt, das, was wir gerade für Staffel 3 bekommen haben, kann man gut vergleichen mit dem, was wir damals im Oktober 2018 für Staffel 2 bekommen haben. Dann im April 2019, knapp 6 Monate später, kam ja dann schon die Staffel raus. Und wie das aussah, wegen der Zeit, naja, wir wissen es. Deswegen hoffe ich natürlich auch persönlich sehr, dass die jetzt sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und das Komitee hinter One Punch Man auch den Fehler jetzt irgendwie gesehen hat, was sie da mit Staffel 2 gemacht haben. Denn, tja, der schnelle Cash Grab, den sie damals machen wollten, ist wohl ein bisschen nach hinten losgegangen, denn dann ist doch schon ein wenig jedenfalls der Hype um One Punch Man auf jeden Fall niedergegangen. Stellt euch mal vor, Staffel 2 wäre in der Produktion passiert, wo auch Staffel 1 passiert wäre. Das wäre nochmal abgegangen wie Schmitz Katze. Man kann zwar jetzt auch nur mutmaßen, ich vermute aber persönlich, dass Ende 2023 bis dann 2024 für einen wirklichen Release-Termin von Staffel 3 am realistischsten ist. Doch das bedeutet dann, dass wir wahrscheinlich erst im Laufe des nächsten Jahres überhaupt auch einen Trailer bekommen werden. Wenn wir jetzt aber bei den normalen 12 Folgen pro Staffel bleiben, dann kann das doch schon ein bisschen früher kommen. 12 Folgen heißen dann aber auch, dass nicht der komplette Monster Association War Arc adaptiert werden kann, denn das müsste mit 24, 25 oder noch mehr Folgen dann passieren. Gleichzeitig könnte man die Staffel dann auch splitten, um vielleicht ein bisschen die Arbeit zu erleichtern. Sagen wir, Staffel 4 gibt es nicht, das ist dann Staffel 3,5. Und wir müssen dann uns aber klar machen, dass der Anime auch ja nur das adaptiert, was dann später auch in Japan als Buchform draußen ist zu dem Zeitpunkt. Also das jetzige Kapitel 170, also der Ende des Monster Association Arcs, beziehungsweise auch der Garo Arc, der wird dann voraussichtlich tatsächlich erst in Band 33 beziehungsweise 34 rauskommen. Und wir sind gerade bei Band 26. In Japan. Nach dieser Rechnung kommt dann auch Band 34 nicht vor 2025 raus und deshalb ist die Variante, dass es nur 12 Folgen gibt und beispielsweise Band 24 dann das letzte ist, was adaptiert wird, mit einem riesigen Kampf am Ende, no Spoiler Leute, wird dann wahrscheinlich am realistischsten sein. Das könnte aber auch sein, dass halt gesplittet wird und wir zum Beispiel 12 Folgen haben in einer Staffel, also 24. Mann, ich bin gut in Mathe. Infos dazu, welches Studio aber jetzt übernimmt und diese heftige Mammutaufgabe dann angeht, das haben wir auch noch nicht bekommen. Die Staffel jetzt wird die meisten und mit Abstand krassesten Kämpfe überhaupt haben, weshalb natürlich besonders nicht an der Animationsqualität gespart werden darf. Aber 3D, Leute, das werde ich euch jetzt schon sagen, wird es hundertprozentig auch geben, logischerweise, weil manches kann man einfach gar nicht so adaptieren in 2D. Das funktioniert nicht. Das wahrscheinlichste Studio, was übernehmen wird, ist allerdings auch direkt einfach das Beste, was OPM passieren kann, nämlich ist es Studio Bones. Studio Bones ist natürlich besonders bekannt für My Hero Academia und natürlich auch Mob Psycho. Mob Psycho, auch von One. Ihr wisst, wo es hingeht. Dembezüglich habe ich nämlich auch in einem Video mal drüber gesprochen. Den Ausschnitt blende ich euch jetzt auch nochmal kurz ein. Das passt sehr gut zu der Thematik jetzt. Muss ich das jetzt nicht machen? Mob Psycho 100, ein anderes Werk von One Punch Man Schöpfer One, wird seine dritte und letzte Staffel im Oktober 2022 beim Anime-Studio Bones bekommen. One selbst ist in die Produktion, anders als die letzten Male, weitaus stärker involviert, da er noch andere Passagen der Story zu füllen hat. Das bedeutet, dass sich One durchaus bereits mit Bones in Verbindung gesetzt haben könnte, zumal er nun jetzt so eng mit dem Studio zusammenarbeitet und er mit ihnen so möglicherweise ja bereits über die Übernahme von One Punch Man verhandelt hat. Denn wenn nun Mob Psycho die eine unglaublich erfolgreiche Story beendet wird, ist es doch nur logisch, dass sich das Studio Bones eine gleichende bzw. eine noch erfolgreichere IP vom selben Macher in ihr Sortiment aufnehmen will. Dazu kommt jetzt aber auch noch neuere Neuerung aus der neuen Zeit, Neuigkeiten, dass Mob Psycho jetzt sogar seit einigen Wochen schon komplett fertig ist. Und deshalb können jetzt die Boner
die Leute von Bones vielleicht sogar schon angefangen haben, wirklich bei OPM zu arbeiten und da schon ein bisschen was zu produzieren. Denn das Wichtigste, mit Abstand Wichtigste, ist nun mal einfach Zeit und Talent. Wenn das so sein wird und Bones übernimmt und dann noch der Director von der Staffel 1, nämlich Shingo Natsuma, an Bord ist, Leute, dann können wir uns wirklich an was gefasst machen, was sogar an Staffel 1 rankommen könnte. Ein Meisterwerk sondersgleichen. Das, was JC Staff nämlich damals in Staffel 2 so gefehlt hat, naja, das war besonders halt die Zeit. Die hatten nur 6 Monate oder sogar weniger als 6 Monate, um die ganze Staffel zu produzieren. Das ist viel zu wenig. Im Vergleich Staffel 1 hatte über 3 Jahre. Und natürlich braucht man dann auch noch talentierte Leute mit einer Vision und vor allem den Director mit einer großen Vision. Und ich hoffe diesmal, dass das auch wirklich so sein wird. Eine Person, die aber auch schon confirmed ist, dass sie wieder dabei ist der Character Designer von Staffel 1 und Staffel 2, Shigashi Kubota. Ich hoffe, das habe ich nicht gebutchert. Von dem nämlich auch jetzt das Key Visual für Staffel 3 gekommen ist, was ihr hier seht. Weitere Personen, wie zum Beispiel die Synchronsprecher und vor allem wichtig für mich, der Komponist für die krasse Mucke, weil was soll ich denn sonst in den Hintergrund hier machen, außer Paul Owens Music, und sonst hat er auch kein Zeug mehr, was er adaptieren kann, ist mit höchster Wahrscheinlichkeit auch wieder dabei. Und ich feiere es absolut. Das war jetzt aber, glaube ich, schon alles. Ach nee, Leute, noch nicht. So, ganz kurz für die, die jetzt nicht gespoilert werden wollen, schaltet ab. Jetzt kommt kurz ein Spoiler, den ich nicht schon am Anfang bringen wollte, kurz jetzt am Ende, ja, ein bisschen Freestyle-mäßig. Ich denke, dass Staffel 3 tatsächlich nicht den kompletten Monster Association Arc adaptieren wird, habe ich ja schon gesagt. Es wird auf Band 24 enden mit dem großen Kampf gegen Orochi. Das, denke ich, wird passieren, weil dann am Ende ein geiler Cliffhanger passieren könnte. Natürlich haben wir zum einen wieder einen ernsthaften Angriff. Ein bisschen Wasserpistolenangriff. Und Orochi, der dann vor diesem vor dem Monument steht und dann die Silhouette vom Gott langsam von dieser Prophezeiung runterbröselt. Das wäre einfach so ein genialer Cliffhanger. Man könnte das natürlich dann auch wieder so ausschmücken, dass es mehrere Teile hat und nicht eine Staffel an sich ist, sondern halt 24 und so weiter. Aber es wäre einfach eine coole Idee. Ich freue mich auf jeden Fall super drauf. Bitte schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Ich kann nicht mehr denken. Mann, wie habe ich das Video jetzt überhaupt hier gemacht? Ich bin total am Ende. Ihr seid dran. Schreibt mir bitte eure Meinung rein. Ich vermute ja eigentlich, ganz ehrlich, Murata wird das mit seinen 2 Assistenten alleine animieren. Das wird so passieren. Wenn ihr bezüglich One Punch Man Staffel 3 natürlich immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Und dann folgt natürlich auch der offiziellen One Punch Man Anime-Seite, die ist unten verlinkt. Da wird es immer die neuesten Informationen geben. Vielleicht sogar ein bisschen schneller, als ich sie rauskloppen kann. Und wenn euch das Video natürlich gefallen hat, dann One Punch sehr gerne den Like-Button oder abonniert auch meinen Kanal, habe ich schon gesagt, scheiße drauf. Und einen Kommentar da lassen, bitte. Vielen Dank. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.